Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video. Heute geht es mal um was sehr Cooles, und zwar um diesen coolen Adler, ein ferngesteuerter Vogel von der Firma Gogobird, die mir diesen Adler auch zur Verfügung gestellt hat. Und zwar starten die jetzt im Juni eine Kickstarter-Kampagne damit, und ich sollte den Vogel mal auf Herz und Nieren ausprobieren. Das werde ich jetzt in diesem Video machen. Ich werde euch jetzt am Anfang erstmal zeigen, was alles mitgeliefert wird in dem Paket. Dann zeige ich euch noch mal ganz kurz, wie der zusammengebaut wird. Dann werde ich euch die Funktionen der Einhandfernsteuerung einmal kurz demonstrieren, und dann gehen wir natürlich auch noch fliegen. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, legen sofort los. Viel Spaß bei dem Video und bis später. Like the ocean, love you in slow motion, anything it takes to make you stay. But I can't rely on you, doesn't matter what I do. You say you need a time, I think you mean a buyout, cause it's pretty clear you're on your way out. And though I understand it's hard sometimes to make up your mind in these trying times, yeah, I just can't accept you leaving me when I'm overseas with the heart so heavy. Think that I deserve the truth for once, not a guilty tone, cause you're not alone, yeah. You said you wanna come home, but I know you don't. So this time I won't hear it on the phone. If you got something to say to me, then say it to my face, what it's all about, why you're bailing out. Think you owe me an apology, just say it to my face, you're sorry. You're so sorry. You're so sorry. You're so sorry. Say it to my face, you're sorry. And I quit my job for you, even quit some friends for you, cause you couldn't stand it, me all independent, so you had to have me for yourself. That was when I trusted you, when I could add up 2 and 2, when you promised
be together, you, me, forever. Now there's nothing left to lose. And though I understand it's hard sometimes to make up your mind in these trying times, yeah, I just can't accept you leaving me when I'm overseas with the heart so heavy. Think that I deserve the truth for once, not a guilty tone, 'cause you're not alone, yeah. You said you wanna come home, but I know you don't. So this time. Ja, wie ihr seht, die Fernsteuerung liegt sehr gut in der Hand. Man kommt mit dem Daumen überall gut dran, an alle Knöpfe. Um die Fernsteuerung jetzt mit dem Vogel zu verbinden, müssen wir einmal hier oben links die Fernsteuerung anstellen. Dann einmal hier den Vogel durch einmal drücken. Er piept kurz zum Initialisieren. Die Fernsteuerung sagt einem dann auch, dass alles erfolgreich gebunden ist. Wir haben hier unten einen kleinen Lautsprecher. Darüber kommen auch nicht nur die Befehle, das hören wir gleich nochmal, was da noch kommt. Wir sehen jetzt hier über die blaue LED an der Fernsteuerung und an dem Vogel, dass er gebunden ist. Und zwar im Quick-Modus. Wir haben jetzt hier noch 4 Knöpfe oben auf der Fernsteuerung. Einmal hier oben links, das ist der Modus-Umschaltknopf. Wenn wir den drücken, kommen wir in den Normalmodus. Dann sind die beiden LEDs grün am Vogel und an der Fernsteuerung. Drücken wir nochmal, kommen wir in den Quick-Mode rein. Dann sind die LEDs wieder blau. Das heißt, wir haben einen schnellen Modus für schnellere und sagen wir mal direktere Flüge und einen Normalmode für langsameren und ruhigeren und angeblich stabileren Flug. Das werden wir dann nochmal sehen. Wir haben hier noch rechts den Return-Knopf und jetzt hört ihr auch schon, über den Lautsprecher in der Fernsteuerung kommen auch noch Adlergeräusche. Das finde ich sehr cool. Ist bestimmt ganz lustig, wenn der Vogel mal fliegt und die Geräusche oben noch kommen, beziehungsweise hier an der Fernsteuerung. Ja, wie gesagt, haben wir hier noch den Return-Knopf. Wenn wir den drücken, dann soll der Vogel angeblich wieder dahin fliegen, von wo aus er gestartet ist. Da bin ich mal gespannt, wie gut das funktioniert. Unten links haben wir noch den Kreiselknopf. Da fliegt er dann Kreise, wenn wir den einmal drücken. Und rechts haben wir noch den Lautstärke-Regler-Knopf. Damit können wir dann in 3 Stufen die Lautstärke lauter und leiser drehen. Vorne haben wir noch 2 Shift-Knöpfe, die haben im Flug soweit, glaube ich, keine weiteren Funktionen. Die kann man dazu nutzen, wenn der Vogel mal die Verbindung zur Fernsteuerung verloren hat, kann man den da wieder neu mit verbinden. Ja, gesteuert wird der Vogel hier über den Joystick. Wir können nach rechts lenken und nach links lenken über die Steuerung rechts-links. Wenn wir den Knopf drücken, dann startet der Flügelschlag in voller Intensität, sage ich mal. Durch nach hinten und nach vorne wippen können wir dann die Intensität einstellen. Somit steigt und sinkt der Vogel oder der Adler. Das kann ich mal ganz kurz demonstrieren, aber nicht erschrecken. Wenn wir jetzt drücken, drücken wir nochmal den Knopf. Dann geht er in den Landemodus über und landet dann automatisch. Ja, das wäre jetzt so die Hauptfunktion, die wir hier haben an der Fernsteuerung. Ich zeige euch jetzt nochmal gerade, wie man den Akku wechselt am Vogel und dann gehen wir auch wirklich fliegen. Ja, zum Akkuwechsel müssen wir den Adler einfach nur umdrehen. Der hat ja hier so einen schönen Stoffbezug mit einem Reißverschluss, den können wir aufziehen. Dann haben wir hier einen Akkudeckel, den können wir hier ganz normal aufklipsen und rausholen. Da sieht man dann auch schon den Akku dahinter. Da muss man dann ein bisschen mit den Fingern reinfummeln und kann den Akku dann rausziehen. Ebenso genau wieder reinsetzen, den Akkudeckel hier wieder reinfriemeln in den Reißverschluss und dann zudrücken, Reißverschluss schließen und fertig.
lang, ne? Ja, kommen wir zum Abschluss noch zu einem kleinen Fazit. Ich muss wirklich sagen, der Adler sieht wirklich super aus, hat eine tolle Optik. Hier vorne der Kopf, der besteht aus, ja, ich sag mal so eine Art Fließstoff. Der ganze Körper ist mit einem ja, leichten, dünnen Stoff überzogen. Sieht auch wirklich gut aus. Die Flügel machen auch einen sehr stabilen Eindruck. Der ist auch ein paar Mal natürlich bei meinen Versuchen etwas gecrashed. Hat er auch gut überstanden. Die Heckflosse bzw. der Schwanz, würde ich sagen, besteht hier aus EPP, so eine Art Material. Die Ruder ist eine ganz dünne Kunststofffolie, wo die Lenkbewegung mit ausgeführt wird. Hier hinten haben wir ja die zwei Servos. Ansonsten von der Optik her wirklich in der Luft kaum von einem echten Vogel zu unterscheiden. Ist wirklich jetzt auch einer der schönsten ferngesteuerten Vögel, die ich bis jetzt gehabt habe, muss man ganz ehrlich sagen. Zum Flugverhalten muss man ganz eindeutig sagen, gefällt er mir auch wirklich super. Der fliegt wirklich richtig gut. Lässt sich für einen RC-Vogel wirklich super steuern auch. Man kann wirklich bewusst auch in alle Richtungen fliegen, die man möchte. Klar reagiert er nicht so wie ein Hubschrauber oder ein Modellflugzeug. Der ist natürlich ein bisschen träge, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, fliegt er wirklich gut. Man hat hier noch oben oder vorne an den Flügeln durch die Schieberegler die Möglichkeit, den etwas zu balancieren, falls der mal nicht geradeaus fliegen sollte, wobei das bei einem Vogel immer etwas schwierig festzustellen ist, ob der wirklich gerade fliegt oder nicht. Das könnte man hier mit den Gewichten noch ein bisschen austarieren. Ja, der Adlerschrei, der abends schon mal abgespielt wird, der kommt natürlich sporadisch, den kann man nicht per Knopfdruck aktivieren. Das macht er ganz individuell. Es gibt, glaube ich, 2, 3 verschiedene Töne, die der abends schon mal abspielt, aber ich finde vom Gimmick her wirklich richtig cool. Wenn er in der Luft fliegt und der Sound ertönt, kommt richtig gut rüber. Dann zu den Funktionen. Die Return-Funktion funktioniert auch wunderbar, wobei das jetzt nicht wie bei einer Drohne ist, dass er wirklich zurückkommt und landet vor den Füßen, da wo er gestartet ist, sondern ich denke mal, es ist eher mehr eine Funktion, so eine 180-Grad-Kehre oder eine Kehre auf einen wieder zu, von wo aus er gestartet ist. Aber das hilft auf jeden Fall schon mal, um den Adler wieder in die richtige Richtung zu lenken. Also ich finde das wirklich für so einen Vogel erstaunlich gut. Die Kreisflugbewegung per Knopfdruck hat auch wunderbar funktioniert. Man muss nur den Knopf drücken und dann fliegt er seinen schönen großen Kreis. Auch wirklich autonom. Das hat auch wirklich super funktioniert. Das konntet ihr ja auch in dem Flugvideo sehen. Das Umschalten zwischen dem Quick Mode und dem Normal Mode kann man jetzt in dem Video nicht so gut rüberbringen. Das hat aber auch funktioniert. Man merkt, das sah man jetzt im Video nicht so schon eindeutig, dass er mit den Flügeln schneller schlägt, wenn man den Quick Mode hat und den normalen Modus etwas ruhiger fliegt. Auch die Lenkbewegungen sind etwas smoother. Ob der jetzt stabiler fliegt im normalen Modus und im Quick Modus etwas unstabiler, habe ich jetzt nicht feststellen können. Ich fand, der flog eigentlich in beiden Modis sehr stabil. Ihr habt ja auch zwischendurch schon mal gehört, dass er nicht nur die Adlerschreie ausgibt, die Fernsteuerung, sondern über den Lautsprecher hier vorne noch die Höhenangaben rauswirft ab und zu.
Das habe ich jetzt natürlich nicht kontrollieren können, ob die stimmen. Ich weiß nicht, ob hier ein Höhensensor eingebaut ist. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber anders kann er ja die Höhe eigentlich gar nicht angeben, wenn die wirklich stimmen sollte. Die gibt er auf jeden Fall auch ab und zu schon mal aus. Ist eigentlich ein ganz nettes Gimmick. Vor allem, wenn man hochfliegt, ist es vielleicht mal ganz interessant zu wissen, wie hoch man ist, wenn es dann wirklich stimmt. Ansonsten ja, ist es ein nettes Gimmick, denke ich mal. Ja, die Landung habt ihr ja auch gesehen in dem Video, da habe ich jetzt nur eine eingespielt. Ich habe natürlich mehrere Landungen gehabt, die sahen aber alle ähnlich aus. Sieht jetzt nicht aus wie eine saubere Landung von einem Flugzeug zum Beispiel, sondern für einen Adler würde ich jetzt fast mal sagen, sieht es eher so aus, als hätte er eine Maus entdeckt und stürzt sich auf die Maus. Aber im Großen und Ganzen hat es schon funktioniert. Wenn man den Knopf drückt, dann habt ihr ja auch gesehen, dann schlägt er noch mit den Flügeln und geht dann, sagen wir mal, mehr oder weniger in den Gleitflug über, der aber dann schon ein etwas abruptes Ende hat. Man kann so landen, man muss so landen. Es macht dem Vogel jetzt auch nichts, er ist dann nicht kaputt gegangen, also der ist wirklich auch stabil. Von daher ist es einfach so und ich würde mal sagen, hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, mein abschließendes Fazit fällt auf jeden Fall sehr, sehr positiv aus. Der fliegt wirklich sehr gut, sieht wirklich super in der Luft aus. Ihr habt ja auch im Video gesehen, die Vögel haben sich auch an den Ran gemacht, also hat schon neue Freunde gefunden. Was man zum Fliegen noch braucht, was nicht in dem Packungsinhalt mit drin ist, sind natürlich hier 2 AAA-Batterien für die Fernsteuerung, die müssen wir noch hier vorne reinmachen. Ansonsten sind sogar 2 Akkus, zumindest jetzt hier in dem Paket mit bei gewesen. Ich denke mal, dass das in der Originalauslieferung auch so sein wird. Einer war im Koffer mit drin, einer war schon im Adler eingebaut. Ja, Lieferumfang auch sehr gut. Und ich würde sagen, erstmal nochmal vielen Dank an Gogobird, dass ich den Adler testen durfte. Das Kickstarter-Projekt startet jetzt im Juni. Es müsste eigentlich jetzt, wenn mein Video rauskommt, auch schon fast aktiv sein. Ich verlinke euch unten mal die Internetseite von Gogobird und den Link zum Kickstarter-Projekt. Guckt mal rein. Da könnt ihr auch dann die Preise auschecken, wie die sind. Die sind, glaube ich, noch nicht im Moment ganz fix. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schreibt gerne einen Kommentar unter das Video und wer noch nicht hat, kann meinen Kanal natürlich abonnieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Heli Chrissy. Ciao!